Ja. Gut. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist René Hirschmuggel. Ich darf bei der Ewon den Bereich Customer Solutions verantworten. Das heißt, alle Themen, die mit Kundenanforderungen, Bibliotheken zu tun haben, sei es in der Industrie, im Gebäudebereich oder in der Verkehrstechnik, landen am Ende des Tages bei mir und meinem Team. Und in dieser Rolle darf ich Sie heute durch unsere Tech News führen und Sie durch die ganze Veranstaltung begleiten. Ich werde gemeinsam mit meinen Kollegen alle Neuerungen in unseren Produkten, aber auch Bibliotheken etwas näher erläutern. Und wir haben das Ganze so geplant, dass am Ende wieder eine Zeit übrig bleibt, wo Sie dann konkrete Fragen zu den Produkten oder Bibliotheken, die wir heute dann näher gebracht haben, stellen können und dass wir da auch nochmal auf einzelne Themen näher eingehen können. Ja, damit werden wir auch schon starten und ich übergebe an unseren Produktmanager, Herrn Alexander Henberger, der Ihnen jetzt Näheres zu unserem Produkt Xamcontrol erzählen wird. Danke, René. Ja, starten wir durch mit der neuesten Version 2.9.2, die nächste Woche hochgeladen wird am Dienstag. Welche neuen Features kommen da rein? Und zwar starten wir mit einem neuen ACC Store. Was haben wir da gemacht? Wir haben den neuen ACC Store auf das Backend und den Server rundum erneuert, auf neue Beine gestellt. Dadurch eben haben wir verbesserte Downloadzeiten und haben eine zusätzliche Funktion, also eine übersichtliche Darstellung der ACC-Abhängigkeiten eingeführt, wo man mit Rechtsklick auf das ACC die Abhängigkeiten sich mit den ganzen Detailinformationen anzeigen lassen kann. Also sprich, man sieht dort, von welchen ACCs ist dieses eine ACC abhängig, beziehungsweise welche anderen ACCs sind denn von diesem abhängig. Für diesen neuen ACC Store wird auch ein neues Plugin benötigt. In 2.9 ist es natürlich schon drinnen und für die Versionen 2.6, 2.7 und 2.8 steht alles Nötige dafür im Partnerportal zum Download zur Verfügung. Den alten Store werden wir noch 2 Monate online haben. Da werden Sie aber natürlich rechtzeitig informiert, bevor dieser offline geht. Als nächstes haben wir die Windows-Authentifizierung für den Datenbankzugriff hinzugefügt. Das heißt, im Configuration Manager können Sie jetzt, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, eben die Windows-Authentifizierung einzustellen. Und in diesem Zuge haben wir auch das Datenbankpasswort besser verschlüsselt. Als nächsten Punkt haben wir den OPC-UA-Browser. Dort haben wir in dem Plugin die Möglichkeit hinzugefügt, XML-Dateien zu importieren. Das heißt, Sie können ab jetzt von einem OPC-Server die Tags als XML-File exportieren und statt dem Scan eben die Datei dann importieren für eine Treiberkonfiguration. Als nächstes haben wir in der Client-Konfiguration im Xamcontrol die Startparameter hinzugefügt. Das heißt, Sie können dort alle Startparameter einstellen und zusätzlich haben wir 2 neue Parameter eingeführt. Einmal für den App-Theme, also Dark oder Light, beziehungsweise auch den App-Accent kann dort eingestellt werden, die bereits bekannten Farben. Und als letzten Punkt haben wir mit dem Refactoring gestartet auf die PubSub-Kommunikation. Diese haben wir Ihnen ja schon letztes Jahr beim Up-to-Date vorgestellt. Das heißt, wir gehen vom Polling-Prinzip. So, Herr Fliegner hat bewiesen, dass er auf Arbeit ist. Einen Moment. So, Entschuldigung. Wir wechseln vom Polling-Prinzip, das heißt, dass nicht mehr zyklisch abgefragt wird oder zyklisch kommuniziert wird, zu der Publish-Subscriber-Kommunikation, wo nur mehr per Wertänderung kommuniziert wird. Als ersten Schritt haben wir diese Kommunikation zwischen den Controllern umgestellt und dadurch verringert sich natürlich die Netzwerklast sehr stark. Wir haben bei einer großen Anlage, wo eben viel kommuniziert wird zwischen mehreren Controllern, beobachtet, dass die Netzwerklast um bis zu 80% gesenkt werden konnte. Und als Abschluss möchte ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick auf unser Sommer-Release geben.
Der Hauptteil wird natürlich die Weiterentwicklung von unserem neuen ACC-Store sein. Wir werden zusätzlich einen ACC-Generator einführen und einen symbolischen S7-Treiber entwickeln. Und damit übergebe ich wieder zurück an den René. Danke, Alex. Man sieht schon, es hat sich einiges getan. Gerade das Thema OpenCOA Browser war ja bisher so, dass man die Treiber-Config erst auslesen konnte aus dem Server, wenn man auf der Inbetriebnahme ist und Online-Verbindung zur Fremdsteuerung herstellen konnte. Jetzt hat man die Möglichkeit, gerade bei Siemens-Steuerung mit Dia-Portal, dass der Programmierer vorab das XML sendet. Das ist ein standardisiertes XML nach der OPC Foundation. Standardisierung, und wir können das direkt importieren. Man bekommt den komplett gleichen Baum, die komplette Struktur, Ordnerstruktur wie bei einer Online-Kommunikation beim Browsen, und kann so eben schon vor der Inbetriebnahme sauber seine Treiber-Config machen. Also ich glaube, das sollte das Engineering wieder etwas erleichtern und dass man da viel besser vorbereitet dann auf die Anlage kommt. Und der Ausblick mit dem symbolischen S7-Treiber, auch eine wichtige Sache. Derzeit haben wir ja noch immer nur Put-Get und absolute Adressierung, und mit der symbolischen Kommunikation kann man dann die Siemens-Steuerungen auch ohne Put-Get kommunizieren und so diese Sicherheitslücke in der IT-Security vermeiden. Also ich glaube, da kommen ein paar coole Sachen. Danke, Alex, nochmal für die Zusammenfassung. Was sich jetzt schon mit 2.9 getan hat in der Lizenzierung, habe ich versucht nochmal zusammenzufassen. Also sehr viele haben darum gebeten, dass wir bei der I/O, also bei den elektrischen Signalen, auch die Zählung abändern, ähnlich wie es bei den Treibervariablen ist. Also bei Treibervariablen werden ja nur die gezählt, die konfiguriert und kommuniziert werden. Bei der I/O war es ja bisher so, dass alle verbauten Signale in die Lizenzierung eingingen. Das haben wir jetzt abgeändert mit 2.9, der jetzt eben nächste Woche released wird jetzt nur mehr die konfigurierte I/O, also die tatsächlich verwendete I/O, in die Lizenzzählung aufgenommen. Weiterer Wunsch, dem wir jetzt nachkommen, ist bei den Clients. Es ist ab 2.9 möglich, den Concurrent Use zu nutzen. Das heißt, unser Client, die XAM Iris, kann auf vielen Arbeitsplätzen installiert werden, aber für die Lizenz wird nur mehr die aktiven Sessions, also alle aktiven Iris-Prozesse gezählt. Das heißt, wenn Sie 10 Clients lizenzieren, können Sie trotzdem 15 Arbeitsplätze installieren. Es können halt immer nur 10 gleichzeitig online sein, aber auch hier sind wir jetzt diesem Wunsch nachgekommen, und mit 2.9 ist das jetzt möglich. Was sich auch geändert hat, ist, dass die Serverlizenzen jetzt aktiv abgefragt werden. Das heißt, alle Serverdienste, sei es jetzt unser MES-Server, aber auch OpenCOA, BACnet und IEC, die Kommunikationen, werden erst aktiv, sobald die Lizenz aktiviert ist. Das heißt, wenn ich meinen MES-Server starte, arbeitet der noch keine Aufträge ab, keine Rezepturen. Erst nach aktiver Lizenz wird dieser scharf geschalten, und in dem Moment beginnt er mit der Abarbeitung der Fertigungsaufträge. Im Bereich EDMS, wo wir später noch mehr Details hören werden, ist es so, dass wir ein Zählstellenmanagement als Modul lizenzieren. Das heißt, es ermöglicht dann die Verwaltung aller Tarife, verschiedenster Faktoren, Kostenstellen, Mietbereiche. Der Rest der Lizenzierung bleibt, wie es immer war. Das heißt, je Zählstelle für das Energiemonitoring und je Aggregat für den Abwurf beim Spitzenlastmanagement. Für die internen Tests natürlich ist alles gleich geblieben. Sie kriegen über Ihre Partnerpauschalen Entwicklungslizenzen für Ihre Solutions im Haus. Das heißt, Sie können all diese Funktionalitäten wie im produktiven Betrieb weiterhin im Haus testen, nutzen, anwenden. Hier hat sich quasi nichts geändert. Das bleibt, wie es immer war. So viel zur Lizenzierung. Jetzt kommen wir zu ein paar schönen neuen Features, die die Bibliotheken betreffen. Die meisten von Ihnen kennen ja unsere Instance Documents. Das heißt, dass man bei einem Betriebsmittel, bei einer Instanz, das Video startet etwas früher als gewünscht, Dokumente hinterlegen kann. Die landen dann ja in unserer Iris in den Dokumenten, in der zentralen SQL-Datenbank.
Wir haben jetzt die Funktionalität des Taggings, die es ja auch im System gibt für jede Instanz, genutzt, damit man jetzt nicht mehr pro Instanz Dokumente hinterlegen muss, sondern auch für mehrere Betriebsmittel ein Dokument hinterlegen kann und das über Tagging dann den einzelnen Betriebsmitteln zuordnet. Wir haben hier auch zusätzlich einen Importer jetzt im Store. Das heißt, man kann automatisiert ganze Ordnerstrukturen aus dem Windows Explorer in die Iris-Dokumente importieren. Das heißt, man muss nicht mehr händisch diese Ordner anlegen und die einzelnen Dokumente, PDFs rein importieren, sondern das kann ein ganzer Ordner aus dem Verzeichnis direkt übernommen werden. Wie funktioniert das ganze Tagging für die Dokumente? Zeige ich Ihnen in einem kurzen Video. Das heißt, wenn wir auf die Instanz gehen, gibt es ja unter Dokumente die instanzbezogenen, so wie hier der Siemens Centron WAC, aber über das Tagging, in meinem Beispiel ISO 50001, habe ich ein Zertifikat hinterlegt und bei jeder weiteren Instanz, wo ich dieses Dokument auch anzeigen möchte, brauche ich jetzt nur mit dem Tag hinzufügen, im besten Fall ohne Tippfehler. Und dann ist das Dokument hier sichtbar. In der Datenbank von der Iris ist es trotzdem nur einmal unter dem Ordner Tag Documents für diesen Tag hinterlegt. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, anstelle der Instanzen für jede Instanz ein eigenes Dokument hochzuladen, können Sie pro Sensortype, pro Pumpentype einmal das Dokument hinterlegen und über dem Tagging flexibel den einzelnen Instanzen dann zuordnen. Eine weitere Neuerung, die den meisten, glaube ich, schon bekannt ist. Wir hatten ja in der Vergangenheit einen BED-Regler im Industriebereich, der jetzt schon einige Zeit erprobt ist und sehr positiv angenommen wurde. Und wir haben diesen jetzt mit 2.8 schon Anfang des Jahres als unseren Basisregler übernommen. Das heißt, wenn Sie Ihre Anlagen updaten und Base Cases downloaden, ist der neue Base Classes BED-Regler optisch erneuert und hat zusätzliche Funktionalitäten. Die Ein-Ausgangspins sind identisch geblieben. Das heißt, für Sie bei einem Update ist das Verhalten bleibt gleich, die Einstellungen bleiben erhalten. Es kommen nur zusätzliche Einstellmöglichkeiten hinzu, zum Beispiel das Berechnungsintervall, wo man sehr gut Totzeiten kompensieren kann, oder eine der wichtigsten Besserungen, das Einfrieren des I-Anteils. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, dann ist, sobald der Ausgang die Grenzen erreicht, der Stellausgang, wird der I-Anteil an dem Punkt, wo er gerade steht, eingefroren. Das heißt, sobald er in die andere Richtung muss, wird der Regler wieder sofort reagieren. Und diese Möglichkeiten haben Sie schon mit 2.8 seit kurzem und in 2.9, also Store von 2.9, ist das in selber Weise verfügbar. Und was Sie auch finden werden, ist im Bereich Base Cases gibt es ein Package Control Paths. Hier sind verschiedene Regelstrecken verfügbar, die Sie für interne Simulationen und Tests nutzen können. In dem Beispiel sieht man hier dieses BT1-Guide, wo ich den BED-Regler schon gegen eine simulierte Strecke testen kann. Das kann man zu Simulationszwecken nutzen oder auch für trainingsinterne Schulungen. Also auch diese Funktionalitäten stehen Ihnen jetzt in den Bereich Base Cases zur Verfügung. Eine weitere Neuerung in den Process Industry Classes ist das neue Wartungsobjekt. Dieses wurde erweitert. Man hat weiterhin die Möglichkeit, mehrere Wartungen pro Betriebsmittel zu konfigurieren. Was neu ist, man kann auswählen, ob die Betriebsstunden beispielsweise über das ActiveBit errechnet werden oder doch über eine Schnittstelle von extern kommen. Das ist gerade bei SCADA-Anwendungen relevant, falls die Steuerung die Betriebsstunden schon rechnet, dass wir dann nicht zusätzlich nochmal rechnen und inkonsistent werden, dass wir die von extern übernehmen oder auch von gewissen intelligenten Aggregaten bekommt man über die Schnittstellen die Betriebsstunden schon mit. Dann können wir diese aktiv übernehmen. Was sich noch geändert hat, ist, früher konnte nur über den Wartungsbutton aus der Visualisierung ein Ticket im Helpdesk generiert werden zu diesem Wartungsfall. Jetzt hat man auch die Möglichkeit, wenn man den Classic Mode deaktiviert,
kann man über die PLC automatisch bei Auftreten des Intervalls, also bei Erreichen des Wartungsintervalls, ein Ticket generieren. Das heißt, hier ist dann kein manueller Eingriff mehr notwendig, sondern beim Auftreten wird sofort das Ticket generiert. Dazu muss am Solution Server ein Masterobjekt instanziert sein, der das Ganze managt und handelt mit der Datenbankverbindung, und dann kann problemlos aus der PLC das Ticket generiert werden. Was natürlich weiterhin möglich ist, ist über die Alarmkonfiguration im Helpdesk, dass bei Auftreten eines Alarms einer speziellen Gruppe auch ein Ticket generiert wird. Diese Funktionalität ist weiterhin gegeben in XAMPP Control 2.9, gleich wie Sie es aus 2.8 kennen. Ich gebe jetzt weiter an meinen Kollegen Christian Leitner, der Ihnen Neuerungen zum Bereich Gebäudeautomation bzw. Gebäudeleittechnik näher bringen wird. Ja, danke René für die Überleitung. Einen wunderschönen Vormittag auch von meiner Seite. Ich darf anschließen mit dem Thema BACnet. Ja, hier haben wir eine erfreuliche Nachricht. Mit 5. Februar haben wir das Zertifikat zur Advanced Operator Workstation erhalten. Hier sind wir nun zertifiziert nach BACnet Revision 1.18 Device Profil. Was sind die großen Neuerungen hier? Erstens sind mit dieser Version werden alle BACnet-Objekte unterstützt. Es gibt zahlreiche Erweiterungen im Bereich Trending, Alarming, also alles, was diese Kommunikation dahinter vom Treiber her betrifft. Und mit dieser Version wären wir auch kompatibel zu AMEF, Management und Bedienebene Bereich B. Ja, Details dazu, ich werde jetzt nicht zu tief in das Thema eingehen, kann man auch nachsehen auf der Seite BACnetinternational.net, wo man einfach nach EVON filtern kann. Da sieht man die Auflistung für unser AWS-Zertifikat und unser BPC-Zertifikat. Ja, natürlich ist BACnet immer wieder ein laufendes Thema und es gibt immer wieder Weiterentwicklungen dazu von uns. Dazu die nächste Folie, René, bitte, danke. Ja, woran arbeiten wir gerade? Wir sind momentan an der Erstellung einer ACC-Bibliothek. Natürlich jetzt haben wir einen Treiber, der getestet ist nach BTL-Listing. Natürlich wollen wir für unsere Partner auch entsprechende ACCs zur Verfügung stellen. Hier arbeiten wir gerade an einer AWS-Bibliothek und parallel dazu auch an einer BACnet BPC-Bibliothek, um hier alle Objekte unsererseits zur Verfügung stellen zu können. Ja, die meisten von Ihnen betreffen auch folgende Themen, die hier noch angeführt sind. Also BACnet Secure ist immer wieder ein Thema am Markt, ist gerade sehr stark in Kommen. Für deutsche Ausschreibung immer wieder AMEF-Testate gefordert, beziehungsweise viele Kunden wünschen sich auch einen BACnet Browser, so wie wir es oben vorhin gesehen haben. Im Bereich OPC wäre natürlich auch für BACnet von Vorteil. Hier sind wir in laufenden Evaluierung, sind natürlich auf der Beobachtung, was tut sich hier im Markt, welche Lösungen könnten wir bieten. Also einfach, dass Sie wissen, wir haben das Thema sehr wohl am Schirm und bleiben da dran, was sich hier tut. Ja, eine weitere Folie zum Thema BACnet ACC Library. Wie Sie vorhin schon gehört haben vom Alexander, wird es mit dem nächsten Release einen ACC-Generator geben. Sprich, wir können ACCs generieren auf Basis diverser Subinstanzen. Zu diesem Thema werden auch unsere Bibliotheken dementsprechend aufgebaut. Sprich, es wird geben einen Analog-Input, Binary-Inputs, die einzelnen Objekttypen von BACnet, wo Sie anschließend die Möglichkeit haben, mit unserem ACC-Generator diese Bibliotheken zu nutzen und dadurch einfache Aggregate oder Geräte zu erstellen. Was hat es aus der Erfahrung gezeigt? Also ein Motor eines Herstellers A ist nicht gleich ein Motor eines Herstellers B. Deshalb ist es auch für uns sehr schwierig, eine einheitliche Bibliothek von Aggregaten zu erstellen, wo Sie dann die Möglichkeit haben, über diesen ACC-Generator zu sagen, aus welchen Basisobjekten besteht dieses ACC und können dann automatisch neue Geräte, neue Devices erstellen. Ja, so viel zum Thema BACnet. Welche Neuerungen gibt es auch im Bereich KNX? Wie manche von Ihnen wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ab der Version 2.8.12 ist ein neuer KNX-Treiber verfügbar. Dieser neue XAMPP KNX NetIP ersetzt unseren alten Treiber XAMPP EB NetIP.
Hierzu wurde unsererseits ein Stack der KNX Association zugekauft, ein Treiber-Stack. Hiermit sind wir da, sage ich mal, auf aktuellen Stand, was KNX betrifft. Welche Vorteile hat dieser? Wir haben natürlich Optimierung im Bereich Datentraffic, Hardware-Kompatibilität, wobei man hierzu sagen muss, wir können natürlich nur garantieren, wenn wir ein Hardware-Gerät hier bei uns im Haus auch getestet haben, haben hier den aktuellen Stack, aber wir empfehlen nur Geräte, die auch bei uns im Haus einmal unseren Test durchgelaufen sind. Ein weiterer Vorteil ist eine erhöhte Verbindungsstabilität. Auch hierzu, gleich wie oben bei BACnet, wird es unsererseits eine neue ACC-Bibliothek geben, die, wie man hier auch in diesem Screenshot sieht, aus wiederum Basisobjekten besteht, sei es ein Bool, sei es ein Integer. Und mit diesen Basisobjekten können wir dann wieder entsprechende KNX-Geräte zusammenstoppeln. Ja, das waren eigentlich die Inputs zur Gebäudeautomation, zu den beiden Treibern KNX und BACnet. Somit darf ich wieder zu dir, René, übergeben. Danke. Also man sieht schon das Thema, was der Produktmanager Herr Hedenberger schon erwähnt hat, dieser ACC-Generator. Das soll ja quasi eine Erweiterung unseres bisherigen Solution Importers sein und die Möglichkeit bieten, eben ACCs zu generieren und dann über den Solution Importer auch automatisch zu instanzieren. Und dadurch, dass die neuen Bibliotheken für KNX und BACnet eben basierend auf Subklassen sind, kann man dann abhängig von verschiedensten Quellen diese Geräte in KNX-File oder die BACnet-Objekte aus den Basisobjekten generieren und auch automatisch instanzieren. Das heißt, ich muss nicht mehr zuvor die Liste durchgehen und mir diese Klassen bauen, bevor ich es dann mit dem Solution Importer instanzieren kann, sondern den Schritt mit dem Klassenanlegen werden wir mitmachen mit dem Importer und damit zum Beispiel KNX-Geräte entsprechend der KNX-Programmierung generieren und instanzieren. Das ist so die Idee dahinter und deswegen haben wir auch die zwei Themenpunkte mit aufgenommen, damit man sieht, dass die Xamcontrol-Erweiterungen und die Bibliothekserweiterungen gehen da Hand in Hand, damit das ganze Engineering, sei es jetzt für BACnet, AWS, SCADA, Leittechnik-Themen, also für KNX da wesentlich vereinfacht und eben auch schneller werden soll. Gut. Wir wechseln jetzt in einen ganz anderen Bereich zu unserem Produkt Evon MES. Die meisten kennen das Thema, glaube ich, schon, also unser Produktionsmanagement, das in verschiedensten Branchen schon zur Anwendung kommt. Und da sind wir mittlerweile schon in der Version 6 demnächst unterwegs. Und Näheres zu dem Produkt wird Ihnen jetzt der Product Owner René Zrim erzählen. Ja, danke schön für die Überleitung. Wie der René schon erwähnt hat, wir sind auf dem Weg, dass wir eine neue Version des MES-Produktes in Kürze releasen. Diese MES-Version 6.0 wird kompatibel sein mit Xamcontrol 2.9. Es wurde bei der Version 6.0 einiges daran investiert, dass die Systemintegratoren und Kunden dieses Produkt leichter nutzen können, leichter integrieren können und dass es auch etwas transparenter wird. Für diesen Zweck wurde das Produkt Evon MES als Installer realisiert, welcher mit der Version 6.0 auch im Developer-Portal von der Firma Evon downloadbar sein wird. Im Zuge dessen wurden auch die Release Notes, welche aktuell nicht wirklich kommuniziert wurden, auch auf das Developer-Portal hochgeladen und sollen für mehr Transparenz und Übersicht sorgen, welche Dinge wir entwickeln und welche. René, du bist stumm. Okay. Softwarefirmen haben manchmal technische Probleme. Okay, das war ein kleines technisches Problem. Ich werde noch mal kurz starten. Evon MES geht, wie der René schon gesagt hat, in die Version 6. Dieser MES-Stand wird kompatibel sein mit dem Xamcontrol-Stand 2.9 und es wurde bei dieser MES-Version viel Arbeit
darin investiert, dass es für unsere Systemintegratoren und Kunden ein einfacher zu handhabendes und einfacher zu integrierbares System sein soll. Dafür wurde ein eigener Installer realisiert, der ebenso wie der Xamcontrol Installer aus dem Developer-Portal, der Firma Evon, geladen werden kann. Und im Zuge der Transparenz werden auch die Release Notes in diesem Developer-Portal geführt. Was zum MES-Stand noch zu sagen ist, dass wir auch einiges an Arbeit darin investieren, dass wir die Basis jetzt gelegt haben für die kommenden Entwicklungen, die wir dann noch kurz vorstellen werden. Und somit kommen wir dann schon zu einem Bereich, der, soll ich sagen, der jetzt immer mehr auftritt, und das ist diese Werkeassistenzsysteme. Und damit wir mit diesen Werkeassistenzsystemen besser umgehen können, wurde das File-Handling, was wir schon jahrelang jetzt integriert haben, etwas umgebaut, damit es weniger Speicherbedarf in der Datenbank benötigt und wir die Daten effizienter laden und speichern können. Das ist ein großer Vorteil jetzt von diesem System, dass wir diese Daten für die Werkeassistenzsysteme an einer zentralen Stelle ablegen können und diese von der Iris und von der PLC leicht verfügbar sind. Was ich vorher schon erwähnt habe, das MES, oder die leichte Integration ins System, stellen wir sicher, oder wie soll ich sagen, die Integration vom System wurde erleichtert, indem es ein eigenes MES-Plugin gibt. Dieses Plugin ist im Plugin-Manager downloadbar und erledigt für Sie die ganzen Assemblies, Uploads und Abgleiche und Datenbank erstellen. Und somit ist es einfach bei ein paar Klicks möglich, eine ganze Solution zu integrieren, weil es für Kunden vorher schwierig war, alle notwendigen Assemblies manuell hinzuzufügen. Wie man hier unten sieht, das ist eine ganze Reihe von DLLs, die man einfügen muss. Und diese Arbeit wird nun von diesem Plugin übernommen. Was eben auch ist, diese DLLs können auch auf dem Solution Server bzw. den Subcontrollern eingespielt werden und können auf ausgewählte Controller nur eingespielt werden. Das heißt, es muss nicht bei allen eingespielt werden, aber man hat die Auswahl, dass man diese flexibel einspielen kann. Gut, in Zukunft soll dieses MES-Plugin ein zentrales Element für die Konfiguration des MES-Systems werden und es wird auch weiterhin laufend erweitert mit neuen Funktionen, die das Integrieren in die Anlagen einfach erleichtert. Ja, das nächste. Eine Neuentwicklung vom MES-Team ist das MES Lite. Das MES Lite ist eine Parameterverwaltung, welches einfach ermöglicht, von Xamcontrol-Instanzen, die als Parameterspeicher oder Parameterdefinitionsplatz dienen, in das Evon MES Lite zu laden. Also MES Lite besteht in der Xamcontrol-Ebene aus einem Rezept oder einem Produkt und gewissen Subrezepten. Und diese Parametersätze werden im Xamcontrol definiert, instanziert und können dann im MES Lite als Rezeptverwaltung oder als Parametersatzverwaltung verwendet werden. Wie man auf der rechten Seite sieht, sieht man immer den Rezepteditor oder diesen Produkteditor, der besteht aus einem Hauptrezept und beliebig vielen Subrezepten oder Produktsegmenten, die je nach Anforderungen dann zusammengestoppelt werden können und mit einer integrierten Auftragsverwaltung dann auch gestartet, abgeschlossen und mit einem Bericht
dokumentierbar hergezeigt werden können. Highlights noch vom MES Lite, es ist sehr, sehr anwenderfreundlich. Das heißt, alle instanzierten ACCs oder beziehungsweise Subrezepte werden automatisch vom MES Lite erkannt, und wenn die in einem Rezept verwendet werden, werden die Parameter beim Auftragsstart automatisiert an die Instanzen verteilt. Und wenn dieser Auftrag dann abgeschlossen ist, werden die Report-Werte wieder automatisch vom MES Lite von den Instanzen abgeholt und in die Datenbank gespeichert. Das macht das System sehr, sehr anwenderfreundlich und hat mit 2 Masken ein sehr, sehr intuitives Bedienkonzept dahinter. Ja, das war es zum MES Lite. Dann geben wir noch einen kurzen Ausblick, wie vorher schon erwähnt, was wir heuer noch vorhaben oder in nächster Zeit. Wir werden den MES Produkteditor neu designen bzw. neu bauen. Der Fokus wird dabei auf einer intuitiveren Bedienung sein und sowie die Einarbeitung vieler Kundenfeedbacks, die wir dankenswerterweise erhalten haben. Und das wird eben ein gemeinsamer Editor für Produkte, für Produktsegmente und Prozesssegmente. Und dies ist der Start, dass wir unsere Masken, die wir verwenden, eben auf ein neues Bedienkonzept abändern. Das ist ein großer Punkt, den wir uns vorgenommen haben. Zum anderen entwickeln wir das Herzstück des MES, also diesen MES-Server, die Produktion überwacht und steuert, entwickeln wir komplett neu. Wir haben uns dazu entschlossen, auf das neueste .NET zu gehen und gewisse Funktionalitäten zu integrieren, dass es möglich sein wird, den MES-Server auf verteilten Systemen zu betreiben, das heißt auch auf Subcontrollern. Das wird die Ausfallsicherheit erhöhen, dass wenn der Solution-Server nicht erreichbar ist, der Subcontroller für sich weiter funktioniert und den Auftrag fertig fährt, und damit, dass wir die Last einfach von dem Prozess verteilen können für größere Anlagen. Und ein weiterer Punkt, den wir uns für heuer vorgenommen haben, ist, wie wir vorher schon erwähnt haben, dass wir die Dinge aufs EVON Developer Portal laden, sind wir auch gerade dabei, eine Doku zu erstellen, die dann, wie man es von Xam Control gewohnt ist, auch auf dem Developer Portal nachlesbar ist und die wird in Deutsch und Englisch dann zur Verfügung stehen. Somit der Teil MES, und ich übergebe wieder zurück zu dir, René. Danke, René. Also man sieht schon, das Kundenfeedback ist eingeflossen. Wir arbeiten sehr stark an dem neuen Editor, auch gemeinsam mit Partnern, die uns im UI/UX-Bereich da helfen, dass der intuitiver und komfortabler wird. Und auch das Thema .NET 8 bringt sehr viel Performance. Das macht die Engine erstens stabiler, schneller, und durch die Verteilung auf Subcontroller kann man hier auch sehr gut steuern, was im Falle eines Ausfalls passieren soll und wie weit die Aufträge noch abgearbeitet werden können. Das MES Lite ist eine einfache Rezepturverwaltung. Man verwaltet nur Parametersätze und kann so einmal recht schnell einfache Artikelverwaltung oder Rezeptverwaltung umsetzen für Maschinensteuerungen, ohne dass man jetzt schon einen MES-Server braucht und eine große Datenbankstruktur, sondern hier haben wir eine sehr einfach gehaltene Struktur, damit das Berichtswesen auch sehr einfach und schnell funktioniert. Deswegen ein MES Lite. Es hat nicht den vollen Umfang, das unser MES bringt mit Chargenrückverfolgung, Tracking und Tracing, aber man hat zumindest Parametersätze mit Unterrezepten und die aufgezeichneten Daten aus dem Prozess, also Aufträge, Mengen und wie die Prozesse tatsächlich gefahren wurden. Ja, dann gehen wir gleich einen Schritt weiter zu unserem nächsten neuen Produkt, EVON eDMS, Energiedatenmanagement. Wir haben uns im vergangenen Jahr sehr stark mit dem Thema Energiedatenmanagement beschäftigt. Man hört es von allen Seiten. Im Markt wird einerseits in den Fertigungen der Energieverbrauch jetzt einmal stärker mit
aufgezeichnet, mit ausgewertet, für Kennzahlen genutzt, also wie viel Energie ist für ein einziges Erzeugnis notwendig gewesen. Auf der anderen Seite Energieeffizienzgesetz und auch mit ESG-Reporting im Gebäudebereich angekommen, das Thema Energieverbrauch und relevantes Thema geworden. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, hier ein neues Produkt aufzusetzen, wirklich neu aufzusetzen, das EDMS. Und alles Weitere wird jetzt mein Kollege Christian Falk Ihnen erzählen, weil er die Details besser kennt. Ja, danke René. Gut, ich darf Ihnen jetzt mal unser neues EVON EDMS vorstellen. Das ist ein zertifiziertes EDM-System, das auch bereits auf der BAFA gelistet ist. Das neue EDMS ist auch bereits im 2.8er Store verfügbar. Es wird auch im 2.9er ACC Store verfügbar sein. Mit dem EVON EDMS bieten wir neue vorgefertigte Auswertungen, die einfach integriert werden können. Eine eigene Oberfläche zum Konfigurieren von Zählstellen und weiters auch eine Spotpreisdarstellung und Aufzeichnung sowie auch eine Export- und Importmöglichkeit von Zähldaten. Gut. Um jetzt genauer auf die EDMS-Oberflächen einzugehen, es gibt ein eigenständiges Paket im ACC-Store, welches komplett integriert in XAML-Control ist. Das heißt, man braucht keine externen Installationen, keinen separaten Ordner oder Folder, die zusätzlich neben XAML-Control abgelegt werden müssen, sondern es ist rein im XAML-Control herunterzuladen und zu instanzieren. Das bietet für Integratoren eine einfache Möglichkeit, das komplette System einfach und schnell zum Laufen zu bringen, zum Instanzieren und auf die Anlage zu bringen. Unter anderem gibt es jetzt auch zwei neue Ansichten für die Zähler an sich. Diese Zähler können entweder in einer Kachel oder einer Listenansicht dargestellt werden. In dieser Ansicht kann nach Zähler gefiltert werden, nach Medium und nach Standort. Wenn jetzt das Video startet. Genau, da wird kurz die Listenansicht gezeigt, dass es eben hier die Möglichkeit gibt, alle Zähler, die eingebunden sind, darzustellen, den Lastgang-Report oder Tages-, Monats-, Jahresreports, die automatisch integriert sind, zu öffnen. Genau. Diese Ansichten haben auch alle Periodenwerte, oder je nachdem, welcher Report geöffnet wurde, dargestellt. Weil das ist, wie auch bereits gesagt, die Möglichkeit da, dass man die Zähler filtert nach Namen, ID oder auch nach Standort und Medium. Die neuen Oberflächen sind generell auch performanter als die bereits früher unser ehemaliges Energiesystem eingesetzt haben, da diese Masken komplett überarbeitet wurden. Weiters gibt es jetzt vorgefertigte Auswertungen, den Zählervergleich, eine Heatmap, eine Jahresauswertung, Lastganganalysen, eben wie vorhin besprochen, Tages-, Monats- und Jahresreports und die Zählanalysen gefiltert nach Zeit und Zähler. Im folgenden Video wird kurz gezeigt, die Zählervergleichsansicht, in der einfach nach den Zählern gefiltert werden kann, diese auch einfach in die Ansicht eingezogen werden kann. In dieser Ansicht kann einfach nach Tagen, Perioden, Stunden, Monaten gefiltert werden. Weiters ist hier auch eine tabellarische Umschaltung möglich, die auch dann direkt in Excel exportiert werden kann. Somit hat man alle Stunden, Periodenwerte sofort in Excel exportiert und kann dort mit ihnen weiterarbeiten. Genau. Weiters gibt es noch die Möglichkeit,
Trendkonfigurationen, also so wie es Trendkonfigurationen bei uns gibt, so Trendprofile anzulegen, die auch gespeichert und geladen werden können, damit man zum Beispiel vorgefertigte Datensätze bereits laden kann. Genau. Weiters gibt es jetzt neuerdings eine Spotpreisanzeige, die mittels Avatar implementiert wurde oder durch die Avatar-API. Mit dieser Anzeige können die nächsten 12 Stunden, die Spotpreise der nächsten 12 Stunden abgefragt und dargestellt werden und weiters historisch aufgezeichnet werden und mittels einer Heatmap dargestellt werden. Somit ist ein einfacher Vergleich oder ein historischer Abgleich der Spotpreise möglich. Eine weitere Neuerung in unserem EDMS ist das Zählstellenmanagement. Dieses bietet eine einfache Konfigurationsoberfläche für alle Zählstellen, das heißt Kostenstellen, Zählstellenräume, wie man auch immer das nennt, in der einfach die Konfiguration von CO2-Faktoren, Tarifen, Seriennummern, Überprüfungsdomänen und vielen weiteren Eigenschaften, die auch Benutzer konfigurierbar sind, möglich ist. In dem folgenden Video wird kurz die Oberfläche gezeigt, in der bitte weiter. Genau. In dem folgenden Video wird gezeigt, wie diese Oberfläche aussieht, dass man zum Beispiel einfach in den Zähler reingehen kann, Eigenschaften pflegen kann, sowie auch Zuordnungen zu Kostenstellenbereichen mit Faktoren hinterlegen kann und eine Historie mit allen Veränderungen, die an diesem Zähler oder Kostenstelle durchgeführt wurden. Weiters ist auch in dieser Ansicht möglich, bei den Zählern Gültigkeitsdaten zu hinterlegen. Das heißt, bei einem Tarif, der erst ab 01.01.24 gültig ist, kann man auch noch einstellen, dass bei dem Tarif ein anderer Wert ab 01.01.2025 hinterlegt ist. So, das ist auch historisch möglich. Damit kann man Schwankungen in den Preisen auch darstellen und in den Reports ausfiltern oder auch darstellen. Folgend gibt es auch dafür standardmäßig Auswertungen, die wir mitliefern. Diese Auswertungen sind zum Beispiel Verbräuche, also die Verbräuche pro Kostenstelle. Das heißt, in einer Kostenstelle sind zum Beispiel 8 Zähler hinterlegt. Diese können mit einmal auswählen, Kosten, Verbräuche, sowie auch ein CO2-Verbrauch, wenn ein CO2-Verbrauchswert hinterlegt ist, sowie auch die Zählerkosten dargestellt werden. Zukunftsausblick für das EDMS haben wir noch in naher Zukunft einen Zähler an Bord via Excel, dass wir mit vergangene Zählerdaten die letzten Jahre, bevor eine Systemumstellung passiert ist, importieren können, sowie auch ein Senke-Diagramm ist zurzeit in Evaluierung. Genau. Das war es im Grunde zum meinen News zum EDMS. Damit übergebe ich wieder an dich, René. Danke, Christian. Also man sieht, wir haben da wirklich versucht, auch optisch das Ganze neu aufzubauen. Und wie der Christian richtig gezeigt hat, all diese Charts haben die Möglichkeit, auf die Tabellenansicht zu wechseln und direkt die Daten, die man sieht, auch ins Excel zu exportieren, ohne dass man jetzt umständlich Berichte erstellen muss. Das heißt, man kann ganz einfach Drag and Drop seine Zählstellen zusammenfügen und diese dann ins Excel exportieren. Und wenn man gewisse Kombinationen öfter braucht, gibt es eben diese Zählerprofile, ähnlich unserer Trendprofile, damit ich die immer wieder laden kann. Das Thema Spotpreis auch ganz interessant. Die Daten, die wir da von Avatar einlesen, also die nächsten 24 Stunden, stehen auch in der BILC zur Verfügung. Das heißt, man kann auf Basis dieser Informationen auch aktiv eingreifen und gewisse Prozesse vielleicht bewusst starten, weil der Tarif niedrig ist, beziehungsweise verzögern, weil der Tarif gerade hoch ist. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Da haben wir auch schon bei 1, 2 produzierenden Betrieben diese Dinge in Verwendung und das wird sehr gut angenommen.
Zu den Kostenstellen vielleicht noch zu diesen Auswertungen. Die Masken, die wir hier sehen, sind immer dieselben. Die werden über SCADA-Variablen, also Konfiguration, mit Eigenschaften im Zählstellenmanagement verknüpft. Das heißt, wenn ich jetzt links unten wie hier die Euro-Preise sehe, auf Basis der Eigenschaft Tarif, kann ich hier auch verknüpfen mit einem Emissionsfaktor, dann sehe ich die CO2-Kilogramm. Oder wenn ich irgendwelche spezielle Faktoren habe, lege ich die einmal in der Oberfläche als Endanwender an im Zählstellenmanagement, konfiguriere sie für diese Ansicht und die Ansicht multipliziert alle Verbräuche in der Datenbank mit diesem Faktor, wie auch immer der heißt. Das heißt, diese Oberfläche ist quasi sehr flexibel und kann für die verschiedensten Kundenanforderungen genutzt werden. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Neuerungen. Man sieht, es hat sich wieder einiges getan. Es wird auch weiterentwickelt, wie man im Ausblick gesehen hat. In dem Fall möchte ich Sie auch gleich recht herzlich zu unserem heurigen Up-to-Date einladen in Weiz, im Garten der Generationen. Der ist schon im Juni. Würde mich sehr freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen und da teilnehmen. Es wird wieder Neues geben. Eben Fortschritte, die wir jetzt schon mal im Ausblick hatten, werden hoffentlich dort einige dann schon live gezeigt werden. Es gibt die Möglichkeit, mit uns auch in persönlichen Gesprächen gewisse Features zu besprechen oder auch Anforderungen aus den Märkten. Also wir sind immer ganz interessiert an Ihrem Feedback, weil nur Kundenfeedback bringt uns weiter und wir wollen ja unsere Produkte, dürfen wir jetzt ja schon sagen, immer so weiterentwickeln, dass wir die Anforderungen aus dem Markt gut abbilden, sodass Sie Ihre Anwendungen für Ihre Endkunden sehr einfach und schnell mit unserem System realisieren können und da sehr flexibel bleiben. Also da sind Sie herzlich alle eingeladen, teilzunehmen. Ja, ich stoppe jetzt einmal die Aufzeichnung und dann starten wir mit den Fragen und